Moin aus dem Wunderland. Lass das drin. Ja, es ist gut, Moin aus dem Wunderland. Es ist schon knapp 2 Monate her, dass wir unser letztes Brücken-Update hochgeladen haben. Deswegen kommt jetzt ein neues. Wir haben schon einiges geschafft. Wir sind zu 2/3 mit der Landschaft fertig. Die Gleise sind verlegt, Kabel sind gelegt. Und zwar geht es darum, dass wir ja den alten Speicher mit dem neuen Speicher verbinden wollen. Das sind ungefähr 30 Meter, da laufen natürlich auch Gleise. Soll ja alles zusammenhängen. Was wir eigentlich damit zeigen wollen, sind eindrückliche Bilder von der Welt von oben, also eine Seenlandschaft oder eine Wüste oder ein Ozean, das Eismeer haben wir hier vorne. Die Schwierigkeit daran ist so ein bisschen, dass wir sehr große Bilder transportieren wollen auf dem, ja, mit einem der kleinsten Räume im Wunderland. Und was wir alles gemacht haben, könnt ihr euch jetzt angucken. Viel Spaß dabei. Ja, um euch auf den Stand der Dinge zu bringen, haben Michael und ich uns überlegt, wir decken noch mal alles ab und zeigen euch schon mal, was wir alles geschafft haben. Ja genau, also hier fängt es an mit einem Lavendelfeld wie in der Provence, das nehmen wir da so ein bisschen auf. Ne? Hier haben wir so ein paar Backsteine, die sind tatsächlich auch aus dem Speicher, also das sind die originalen Steine, die haben wir hinten aus der Baustelle mal geholt. Das soll so ein bisschen aus, also als ob die Wand da quasi aufplatzt und da geht dann die Landschaft los und das, was wir hier gemacht haben, diese Welt von oben halt. Dann ist hier so ja, eine grüne Wiese, ich sag mal Highlands sind es. Und zwar haben wir noch vor, hier so eine richtige Schafherde durchzuleiten durch diese kleine Öffnung, irgendwie, die von Hunden getrieben wird, die dann hier sich auf der großen Fläche ausbreitet. Und da gibt es dann noch eine Überraschung, denn diese Schafsherde wird von oben gesehen dann auch noch mal was Bestimmtes zeigen irgendwie. Ja, dann geht's weiter. Das Rapsfeld wird noch ein bisschen nachkoloriert, das soll noch mal richtig reinknallen halt farblich. Irgendwie mal schön, wenn die Brücke mal so den Blick durchkreuzt. Und dann kommen wir schon zu unserem coolen Telefonzellenfriedhof, den Michael gebaut hat. Genau, das Ganze wird so ein bisschen eingefasst von so einem Herbstwald, weil die Bilder, die wir dazu hatten, die waren auch alle so in dieser Herbststimmung. Das hat mir irgendwie gut gefallen, ist ja auch irgendwie farbig, so recht kraftvoll. Deswegen ist auch der Herbstwald hier mit drin. Telefonzellen, ich weiß jetzt nicht mehr, wie viele es sind. Wir haben 1200 gebaut. Ja. Genau, und dann kommen wir so in die Küstenregion Holland. Wir haben hier irgendwie so ein paar Grachten oder Kanäle. Hier wird noch eine Windmühle stehen. Und dann haben wir halt dieses farbenfrohe Tulpenfeld und am Ende kommt dann halt der große Deich, wo unsere Trasse dann auch unten unter das Meer fährt quasi. Und dann geht hier hinten dann ja, eine kleine Wattlandschaft los, die sich dann weiter ins offene Meer entwickelt, wo wir dann das karibische Atoll haben, wo man von oben auch eine kleine Yin- und Yang-Situation betrachten kann. Ja, und in der Mitte der Brücke haben wir quasi unser Containerschiff, was ein bisschen im Anschnitt ist. Und genau, hier hinten wird sich dann quasi dieses Eismeer zeigen mit einem riesigen Eisberg, der da rumschwimmt und Eisschollen. Und ja, nach dem Staudamm haben wir dann quasi wieder Festland mit den Reisfeldern, mit einer Wüste und Pyramiden und Dünen und mit Salzfeldern. Wir haben noch so einen abgespaceden Wochenmarkt irgendwie aus Asien, wo der Zug so mitten durchfährt. Ja, aber das ist der Fortschritt soweit. Wenn man von hier mal schaut, das sieht schon ganz gut aus. Ich kann mir das also nachher fertig schon ganz gut vorstellen. Also in unserer Vorplanung haben wir uns natürlich auch Gedanken gemacht, wie wir diese Wasserflächen gestalten können. Und da haben wir uns überlegt, dass wir auch einen Atoll mit einbauen. Das sieht halt super spektakulär aus. So ein Atoll ist ja so eine Art ja, Vulkankrater, der irgendwie nur bis zur Spitze so aus dem Wasser rausguckt. In der Mitte gibt es meistens halt irgendwie so einen beruhigteren Bereich, wo sich vielleicht auch eine ganz spezielle Artenvielfalt irgendwie befindet. Und da habe ich mir dann überlegt, ja, dass man da noch so ein Yin- und Yang-Zeichen mit einbaut.
Und zwar in Form von einem Fischschwarm, der von einem Hammerhai gejagt wird. Ich habe am Anfang aus unserer 18 mm starken Wasserflächenplatte einmal hier einen Kreis ausgesägt und von unten eine Platte drunter geschraubt. Und in diesen, ich nenne es mal Hohlraum oder in diese Vertiefung, habe ich dann quasi so eine Art Korallenriff reinmodelliert. Danach kam der Strand mit den Felsen und ja, nachdem ich das Ganze quasi gefärbt hatte, habe ich dann angefangen, eine erste Schicht mit Fischen zu kleben. Danach habe ich Epoxy drauf gegossen, auf diese Schicht habe ich weitere Fische geklebt und so habe ich das Ganze 4 Schichten, glaube ich, lang wiederholt, bis sich quasi diese Hälfte von diesem Yin- und Yang-Zeichen gebildet hat. Für mich war es super spannend, auch diese ganzen Felsen zu modellieren, die richtig von diesem Salzwasser ausgespült sind, ausgewaschen sind. Da sind super viele Löcher und Hohlräume drin. Das haben wir so, glaube ich, bei uns noch nicht auf der Anlage. Das fand ich sehr cool. Und ja, zu guter Letzt habe ich dann auch noch mal mir überlegt, klar, wenn hier so die Strömung irgendwie das Wasser reindrückt, dann haben wir natürlich an dem Strand schöne Wellen, die immer so hochschwappen. Und da habe ich auch noch mal was ausprobiert. Ich habe aus einem KBM-Werkstoff eine Welle modelliert quasi, davon mir eine Silikonform angefertigt und diese mit verschiedenen eingefärbten Epoxidharz dann ja, gefüllt und konnte dadurch sozusagen so Wellen mit so einer Gischt kreieren, die jetzt später, wenn wir hier das Wasser gießen, kommen ja noch mal 3 mm Wasser drauf, richtig schön ja, verschmelzen mit dem Rest. Ein Bereich ist ja auch ein Wüstenbereich und da dürfen natürlich die Pyramiden auch nicht fehlen. Stefan hat mir quasi aus einem vollen Material 2 so Pyramidenspitzen gefräst, ja, mit so Treppenstufen drauf. Dann hat er auch richtig viele Steine geschnitten aus demselben Material. Alle, die hier draußen, ist alles einzeln geklebt. Die Steine haben wir vorher abgerundet, über Nacht schleifen lassen in so einer Rüttelmaschine, dass die schon von Haus aus so ein bisschen älter aussehen. Dann nochmal ein bisschen nachgealtert, hier und da Bruchstellen reingemacht, Sand drauf gemacht, gefärbt und so, damit das alles schön alt aussieht. Natürlich ist es nur ein Anschnitt, es sind kleine Ecken. Die ganzen können wir natürlich nicht umsetzen. Hier vorne kommt nochmal so ein Dünenkamm mit einer Karawane drauf. Und dann ist das auch soweit. Ich bereite das jetzt für Felix vor und der macht dann seine Gipsarbeiten da.